Wie man sieht, bin ich gerade im Auto unterwegs, muss noch ein paar Erledigungen machen. Ich habe heute richtig Bock gehabt, mal zu zelten. Das Zelt habe ich zu dem Zeitpunkt schon aufgebaut. Das sieht man dann in so einem Zeitraffer wahrscheinlich, je nachdem wie ich es mache, aber wahrscheinlich schon, weil geht ja dann viel schneller, logischerweise. Ja, ich hatte Lust drauf, mal zu zelten nach ewigen Zeiten. Ich bin allgemein so ein Camping-Fan, wobei ich das in meinem Leben noch gar nicht so oft gemacht hatte. Und letztes Jahr hatte ich mir dieses Zelt, was man dann, wie gesagt, gleich noch sehen wird und dann noch öfters wahrscheinlich, bin ich ganz ehrlich, im Bauhaus gekauft. So ein ganz einfaches, weil ich hatte dasselbe, was ich jetzt mache, hatte ich eigentlich letztes Jahr schon mal vor. Hatte ich so richtig Bock drauf. Und dann hat es in derselben Woche so blöd geschüttet, also es hat so viel geregnet, dass es dann gar nicht geklappt hatte. Und dann habe ich das irgendwie ja, wieder hingeworfen und dann habe ich es einfach liegen lassen, also weggepackt. Und dann wurde das Wetter ja immer schlechter, wieder andere Jahreszeit, und dann ging es halt nicht mehr, das war klar. Und außerdem war ich dann wieder im Krankenhaus und sonst was. Hat nicht geklappt. Und jetzt habe ich mal wieder länger so ein bisschen drüber nachgedacht. Und bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann muss ich das meistens auch machen. Also das wird dann nicht besser, sondern ich denke immer weiter drüber nach. Und das ist genauso wie aktuell mit meinen Haaren. Ja. Ich muss entweder zum Friseur oder ich schneide mir das einfach selber ab und ich bin kurz davor, das selber zu machen, auch wenn es wahrscheinlich keine gute Idee ist. Und ich merke diesen Drang, wie ich jeden Tag drüber nachdenke, ey, fuck, ich setze jetzt die Maschine an. Und genauso war es mit dem Zelt, also irgendwo ähnlich. Ich hatte Bock drauf und heute ist der perfekte Tag eigentlich, ist Samstag, die Sonne scheint, laut Wettervorhersage, gut, das stimmt auch nicht immer, aber es soll nicht regnen und auch nachts nicht und natürlich ein bisschen kühler dann, klar. Dann habe ich das jetzt gerade aufgebaut und jetzt muss ich noch ein paar Erledigungen machen, weil ich werde dann heute so ein bisschen den Tag dokumentieren, also meistens vom Zelt aus dann. Und mittags werde ich zum Beispiel grillen, ja, da besorge ich deswegen jetzt auch noch ein bisschen was. Und abends habe ich vor, ich hoffe das klappt, so ein kleines Lagerfeuer zu machen. Da will ich auch so eine gewisse Geschichte dann erzählen, von damals, da habe ich auch Lust drauf. Genau, das ist so mein Plan heute. Mein Hund ist dann später auch noch am Start, ja, das ist irgendwie tagsüber noch zu heiß. Aber später werde ich die mal mit ins Zelt holen. Und eigentlich habe ich Lust, dass die da auch die Nacht verbringt. Ja, die ist ja schon ziemlich alt, aber die hat noch immer Bock auf solche Sachen, also unterwegs sein. Und ja, die hat irgendwie, ich weiß nicht warum, also die ist halt so ein Hund, der sowas gerne mitmacht. Aber ich weiß nicht, ob sie das immer noch wirklich macht. Ja, das ist ja schon ewig her, dass sie auch mal im Zelt war. Dementsprechend bin ich mal gespannt. Und dann wäre das natürlich ganz witzig, dann kann sie da auch pennen. Das ist so lustig. Genau, und jetzt besorge ich die Sachen. Und dann werde ich später erstmal das Zelt noch ein bisschen einrichten. Mit 2, 3 Sachen. Dann geht's weiter. Ach so, ich war mir gerade nicht sicher. Ich dachte, ich habe irgendwas vergessen, was ich direkt am Anfang sagen wollte. Wenn man natürlich gerne kommentieren möchte, wenn es ums Camping geht. Na, das ist jetzt überhaupt in keinster Weise irgendein krasses Equipment. Das ist einfach nur gekauft, ganz einfach, weil ich ja gar nicht aktuell vorhabe, in irgendeiner Weise wirklich richtig campen zu gehen. Das ist einfach nur so just for fun und das kann kaputt gehen oder sonst was, ist total egal. Und man kann aber gerne berichten, wenn man selber irgendwie großer Camping-Fan ist. Ich würde auch gerne mal sowas machen wie, ey, mit so einem richtigen Camper halt, so einem richtigen Auto quasi oder so eine Sachen. Ja, man kann gerne auf jeden Fall kommentieren, wenn man eigene Geschichten hat, eigene Erfahrungen oder was auch immer. Aber dann sehen wir uns bald wieder. Jetzt melde ich mich nochmal nach dem Einkauf. Ich dachte so, ja, fährst du mal zum Supermarkt, wird ja schnell gehen. Total vergessen, dass Leute heute wieder durchdrehen, weil das Wetter so gut ist. Da hat man ja Stunden gedauert gefühlt. Jetzt hatte ich kurz überlegt, ob ich mir einen Schlafsack kaufe, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich überhaupt einen habe. Das wäre natürlich ganz schlau gewesen, vorher nachzugucken. Aber manchmal bin ich dann doch sehr voreilig und möchte einfach direkt los. Und dann dachte ich mir so, ich weiß es jetzt nicht genau, aber wenn ich jetzt einen kaufe, habe ich ihn doppelt. Das wäre auch scheiße und im schlimmsten Falle habe ich halt keinen.
Und dann kann ich auch einfach eine Decke nehmen, weil es ist ja jetzt kein, wie gesagt, ewiges Campen oder so. Und das Wetter ist gut, da kann ich auch eine, wie gesagt, eine Decke nehmen und irgendwas drunter legen. Ich habe eh keine großartige Unterlage, aber das ist auch nicht schlimm. Ich finde, ich persönlich muss jetzt nicht auf einer Luftmatratze liegen oder so, weil das ist halt im Zelt schlafen. Das ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen unbequemer teilweise, ja. Ich habe da nicht so das Problem mit unbedingt. Man muss sich halt kurz dran gewöhnen und dann geht schon. Solange da keine heftigen Wurzeln drunter sind, sowas hatte ich auch schon mal, dann ist es eigentlich okay. Deswegen habe ich das jetzt gelassen, ein bisschen Grillzeug eingekauft für später und eine Taschenlampe, eine kleine Taschenlampe, damit ich da ein bisschen was sehen kann, wenn es dann dunkel ist. Und dann werde ich mir das gleich mal alles so ein bisschen einrichten und dann melde ich mich wirklich mal vom Zelt aus. Meinen Schlafsack hatte ich jetzt doch nicht gefunden. Dafür so eine Matte, wo ich nicht ganz weiß, ob die überhaupt noch richtig funktioniert, weil die sich sonst selbst aufpumpen kann. Aber ich finde auch so ist das echt eine gute Unterlage. Habe ich hier die einfach so in die Ecke. Das sollte reichen. Ja, Schlafsack habe ich nicht gefunden. Dann nehme ich einfach meine normale Decke. Mache ich jetzt auch gleich mal rein. Ganz normales Kopfkissen. Einwandfrei. Das Blöde ist, hier wirkt man so blau, halt wegen dem Zelt. Aber gut, kann man jetzt nichts gegen machen. Ich kann vielleicht nachher mal noch die Regenabdeckung oben abmachen. Dann scheint noch ein bisschen Licht rein, aber aktuell wird es schon ziemlich warm. Ich freue mich, wenn es dann heute Abend ein bisschen abkühlt. Ansonsten geht jetzt gleich der Mittag los. Das heißt, ich werde dann schon mal den Grill vorbereiten und dann gibt es das erste Essen. Und ansonsten hole ich, wie gesagt, später den Hund dann auch rein, aber erst gegen Abend. Das ist noch zu warm. Dann bin ich mal gespannt, ob die da Bock hat. Mal schauen. Das ist jetzt so ein kleines argentinisches Hüftsteak. Und das Coole ist, hier war so eine Gewürzpackung dabei. Gewürzmischung. Ich weiß immer nicht, ob man das vorher oder nachher macht. Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich glaube nachher, ne? Na gut, jetzt ist schon zu spät. Aber ich habe auch schon mal gehört, dass einer meinte, ich mache es vorher. Egal. Reiben wir das so ein bisschen rein. Und danach mache ich ganz schnell meinen Salat noch. Und dann gibt es noch so ein bisschen fertige Chickenspieße und so eine, auch aus Chicken, Grillwürstchen, so kleine. Ne? Dazu den Salat, ein bisschen Toast. Das ist auf jeden Fall lecker. Ich hatte schon ewig kein Steak mehr. Ich habe eine Zeit lang regelmäßig gegessen zu meinem Essen. Aber hatte ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Und jetzt habe ich mal wieder Bock. Genau, und dann kommt gleich mal der Salat. Da ich mir die Sachen immer so einfach wie möglich mache, oder meistens, hier so ein Fertigsalat. Junger Grünkohl, junger Spinat und rote Beete, das ist von Kaufland. Das ist richtig lecker. Ist auch schon gewaschen. Muss man gar nichts machen. Ist super. Ja. Einfach rauf. Schöne Portion. Sieht viel aus, aber geht ganz schnell weg, weiß man ja bei Salat. Dann ein paar regionale
Tomaten. Ich mag diese kleinen eigentlich ganz gerne, diese Cocktailtomaten. Muss man auch nicht viel machen. So, zack. Dann habe ich hier so ein Dressing. Schmeckt super lecker. Ist ohne Öl. Wenn man möchte, kann man natürlich Öl noch dazu machen. Ist wirklich richtig lecker. Ich weiß auch, wie man Dressing selber macht. Das ist ja keine große Sache, aber auch da. Zack, zack. Warum muss man das so ewig machen? Bisschen rüber. Auch da, manche sagen, ja, Dressing erst später. Ich mag das immer gerne, wenn das schon von Anfang an drin ist. Und dann haben wir hier noch einen Mozzarella. Den muss ich mal kurz aufschneiden. So, und dann ziehe ich den hier so ein bisschen rüber. Jetzt würde natürlich eigentlich gut Tomate Mozzarella eigentlich passen. Balsamico und ein bisschen Öl, ein bisschen Salz und Pfeffer. Aber ich will jetzt keinen Salz und ich will auch jetzt keinen Pfeffer. Deswegen, ich esse das dann einfach so. Zack. Könnte man noch Paprika drauf machen oder so, aber ich habe jetzt keinen Bock drauf. Salat ist fertig. Zack. Gefällt mir. Essen ist fertig. Ging mal wieder super schnell mit dem Lotus Grill. Hat ja damals gezeigt bei meinem Kollegen vor allem. Hat auch ein Video, als wir auf dem Balkon saßen. Und man musste echt ein paar Mal gemacht haben, um zu verstehen, weil die Hitze ist ja sofort da. Das dauert ja nur ein paar Minuten. Und wenn du was rauflegst, kannst du ja schon ein bisschen regulieren. Aber also man denkt so, ja, ein bisschen drauf lassen. Nee, das kann so schnell auch anbrennen, weil das so mega heiß ist. Das ist echt heftig. Du hast eigentlich kaum irgendwie Zeit, kurz was anderes zu machen, sondern du musst direkt dabei bleiben. Steak schmeckt gut. Ja, hierbei wird ein bisschen länger gekaut, wegen dem Kommentar letztens. Steak ist schon was anderes. Super. Was im Reinfall waren die Chicken-Spieße. Die sind so weich gewesen, die sind total zerfallen, als ich die ausgepackt hatte. Hätte ich nicht auf den Grill legen können, wäre alles reingefallen. Das heißt, ich habe die dann in der Pfanne gebraten und werde später noch was davon essen. Habt ihr jetzt nicht auf dem Teller. Ich habe auch noch nie. Okay, das ist gerade ein bisschen nervig. Ich habe auch noch nie Chicken-Bratwürste gegessen. Okay, das hält jetzt hier irgendwie gerade nicht. Muss ich mal später machen. Das nervt. So. Und die schmecken auch echt gut. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen essen. Das Steak ist schon fast weg. Schmeckt natürlich gut. War okay gewesen, die Gewürzmischung direkt drauf zu machen. Ist nichts verbrannt oder so. Aber ich merke, wie ich es gar nicht mehr gewöhnt bin, so direkt Fleisch zu essen aktuell. Also, ich habe schon mal beschrieben, ich esse aktuell eigentlich größtenteils vegetarisch am Mittag. Ja, meistens. Und mal wieder was anderes. Cool. Aber das ist mir auch irgendwie fast schon zu viel. Ja. Den Salat habe ich noch vor mir. Natürlich jetzt nicht so komfortabel hier zu essen. Bisschen beengt. Aber den Salat esse ich danach noch. Und noch eine schöne Pepsi Max. Was würdet ihr denn so essen, wenn ihr beim
campen seid. Wenn ich jetzt richtig unterwegs wäre, würde ich natürlich, also mehrere Tage in dem Sinne, würde ich natürlich gucken, wie ich das alles mache. In dem Sinne, dass man natürlich dann vorher schon irgendwie dementsprechend einkauft, Sachen, die man schnell essen kann oder einen kleinen Campingkocher mitnehmen und was weiß ich. Wobei dieser Grill echt cool ist. Der ist auch super mobil und da braucht man keinen Anschluss oder nichts. Ne? Okay, man muss die Kohle mitnehmen, Anzünder, den Grill an sich. Und dann ist das eine aber schwierig, das macht es dann vielleicht doch ein bisschen unpraktisch. Du musst es ja dann schon irgendwo auch ausspülen können, sauber machen können. Aber das geht ja meistens auf den Plätzen auch. So ein Gedanke, aber der ist auch ein bisschen groß, je nachdem wie man unterwegs wäre. Ne? Ein Auto ist ja egal. Ein Fahrrad, schwierig. Aber ansonsten mag ich das echt ganz gerne. So draußen zu sein, ne? Naturverbunden, habe ich auch schon erzählt. Gerade im Schwarzwald ist nochmal was ganz anderes, klar. Aber allgemein draußen zu sein, ne? Das ist eine gute Sache, schöne Sache. Ja. Ich esse jetzt erstmal auf und dann hören wir uns später wieder. Salat geht echt immer rein. Man denkt, man wäre satt. Aber Rest geht rein. Mein Kuh-Protein-Fitness-Quark, den esse ich jetzt gerade noch. Der ist echt lecker. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich bin ja aktuell dabei, wie gesagt, darauf zu achten, nicht immer so viel Zucker zu essen. Und der schmeckt wirklich sehr gut. Und leider hatte ich jetzt schon angefangen. Und dann ist mir eingefallen, Mensch, den wolltest du noch kurz zeigen. Ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Bin wieder zurück. Essen war echt gut. Musste erstmal wieder alles aufräumen. Ich war mit dem Hund draußen, aber es ist echt so heiß heute, um weite Wege zu laufen, vor allem mit so einem alten Hund. Es sind schon so um die 28 Grad heute, glaube ich. Aber ich habe einen guten Platz für mein Zelt gefunden. Das ist sehr schattig eigentlich konstant. Das heißt, es heizt sich wirklich nicht so auf. Ich hatte schon zwischenzeitlich eine Frage bekommen über Instagram, ob es nicht viel zu heiß ist. Und ja, kann ich verstehen, aber habe hier echt eine gute Stelle gefunden. Ist cool. Und ja, ich werde... ich hasse das. Diese ganzen... Das fällt einem dann direkt auf, wenn man draußen ist, länger. Diese ganzen kleinen Insekten, die dann auch hier in das Zelt rein wollen, aus irgendwelchen Gründen. Man hat ja zum Glück vorne das... wie heißt das? Insektengitter oder so. Das ist gut, natürlich, aber ja, nervt. Hatte auch schon eine Fliege drin, aber habe ich wieder rausbekommen. Und irgendwelches kleines Viehzeug ist noch nicht da, zum Glück. Ja, genau. Ja, also ich will ja die meiste Zeit im Zelt verbringen, so gut es geht. Weil, wie gesagt, draußen rum was zu machen, ist einfach viel zu heiß. Und ich habe mir jetzt schon mal so ein bisschen die Feuerstelle für später dann ansatzweise hingestellt. Die werde ich gleich mal zeigen. Und dann wird es heute Abend auf jeden Fall, wenn es halt dann so langsam dunkel wird, das kleine Lagerfeuer geben. Da habe ich schon Bock drauf, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, in dem Sinne. Und jetzt wollte ich gleich mal noch eine Zeitschrift zeigen, die ich schon seit Ewigkeiten immer so ein bisschen weiterlese. Weil ich die echt cool finde. Zeitgeschichte 20er Jahre. Schon eine krasse Epoche. Kann ich jedem empfehlen. Ich meine, gut, die wird es jetzt so nicht mehr zu kaufen geben direkt im Laden, aber man kann sowas ja auch nachbestellen, wenn man möchte. Sehr, sehr interessant. Gerade auch wenn man die Möglichkeit dann hat, gewisse Dinge dann auch in echt zu sehen und den Vergleich zu ziehen. Also ich meine, einiges, was hier auch drin ist, hat sich halt auch in Berlin abgespielt. Und dann kann man ja auch zur Friedrichstraße gehen oder weiß ich nicht, was ist hier noch drin. Ja, bestimmte Orte halt. Weil hier kommt so eine alte Wohnung. Das war auch, genau, eine verarmte Berliner Familie.
Die Farben sehen jetzt ein bisschen anders aus, auch wegen diesem Blau-Einfall hier. Nicht wundern. Jetzt denkt man hier was, hier sind ja nur Bilder. Anfangs schon. Aber dann kommt auch viel Text. Liest sich gut. Ich mag vor allem diese Reihe von Zeitgeschichte. Und hier kann man auch welche nachbestellen. Finde ich auch interessant. Eroberung des Himmels. Versailles. Also gibt es schon ein paar gute Sachen auf jeden Fall. Was ich auch direkt hinzufügen muss, ja, das ist natürlich kein offizielles High-End-Camping-Equipment in keinster Weise und auch kein, weiß ich nicht, professionelles Campen oder wie auch immer man sagen möchte. Einfach just for fun, ja, einfach Spaß haben. Ich weiß, dass in allen Bereichen Leute, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, auch dann gewisse Ansprüche haben und das auch sehr wichtig ist für sie selbst und kann ich auch alles verstehen. Nur man muss die Dinge auch manchmal so ein bisschen lockerer sehen. Ich interessiere mich ernsthaft dafür, was Leute, falls hier welche dabei sind, vielleicht selber schon so gemacht haben, machen, wie auch immer. Und ich würde ja das auch anders machen, wenn ich jetzt ernsthaft vorhätte, wieder unterwegs zu sein, wie ich später mal erzählen werde. Was ich auch spannend finde, ist, dass wenn man im Winter unterwegs ist. Ich bin ja eigentlich auch so ein Winterfan. Habe ich noch nie gemacht. Das finde ich sehr krass. Also da dann im Schnee irgendwie und dann da so ein spezielles Zelt und Equipment, Kleidung und hin und her. Finde ich richtig cool. Wenn da jemand eine Geschichte hat oder was zu erzählen hat, würde mich sehr interessieren, weil das finde ich mega spannend auf jeden Fall. Ich finde es auch cool, zum Beispiel in skandinavischen Ländern, oder ich würde auch gerne mal nach Kanada, oder wo ich schon war, wo ich denke mal viele schon waren, logischerweise, wenn man aus dem Raum hier kommt. Österreich, Schweiz, das ist auch mega, ne? Gerade die Winterzeit dann, oder auch der Schwarzwald, ja. Aber ich denke, das andere ist nochmal auf jeden Fall anders, klar. Und deswegen, das würde ich echt mal miterleben wollen. Aber da braucht man natürlich dann auch vernünftige Sachen und hin und her. Und auch, ja, Kenntnisse, um da auch gut zurechtzukommen. Deswegen, nicht, dass man denkt, was macht der da? Das ist einfach nur Spaß heute, weil ich Bock hatte. Genau. Ich zeige jetzt gleich mal diese Feuerstelle, die ich dann später natürlich noch ein bisschen anders einrichten werde. Mein Hund mal kurz reingeholt. Es ist wirklich noch zu warm irgendwie draußen. Wobei hier ist es ja wirklich schattig, aber die war gerade noch in der Sonne und so. Wollte sie mal ein bisschen reinholen. Und, hallo. Ja, die Schwerhörigkeit kommt wieder durch. Bist du zufrieden? Müssen wir nachher mal noch einen kleinen Platz einrichten dann abends. Gucken, wie das wird. Und wenn nicht, dann muss man dich wieder wegbringen. Ja, mal schauen. Dieses Metallding ist von einem Grill, von einem großen Grill, der mal gebaut wurde von meinem Onkel. Davon gibt es, glaube ich, 3 Stück. Ist schon Jahre her. Und da ist normalerweise die Kohle drin. Und darunter ist ein Stück Stein, mehr oder weniger. So eine Platte. Das werde ich natürlich nachher noch gerade hinstellen. Und da mache ich dann das Holz rein. Der Grill an sich ist richtig cool, ne? Das ist so ein großes Ding. Eins wurde nicht so gut bedacht. Und zwar, dass sich irgendwann das Metall verzieht. Da hätte man ein anderes Metall nehmen müssen. Kleineres Übel. Ja, das wird dann auf jeden Fall für das Lagerfeuer. Ich habe mir jetzt erstmal ein Verlängerungskabel gelegt, sodass ich mein Handy anschließen kann später oder auch jetzt gleich, weil ohne Strom ist blöd. Klar, in der Story werde ich natürlich auch ein bisschen was posten, einfach just for fun. Und ich bin so ein Instagram, TikTok-Suchti, ja, gebe ich gerne zu. Naja, schon irgendwo. Und ich meine, gut, habe ich ja letztens gezeigt, beim letzten Video. Ein paar Fotos, das ist natürlich hauptsächlich, warum ich das mache. Texte. Und die Storys sind halt cool, weil es halt Spaß macht. In letzter Zeit mache ich manchmal so Fragerunden. Einfach so just for fun. Oder irgendeinen anderen Scheiß, den man teilt.
Und ich gucke mir auch gerne Stories von anderen an. Und das ist halt so ein bisschen das heutzutage das etwas so Entertainment-Faktor. Und da kann man halt stundenlang durchklicken. Und bei TikTok ist es ja ähnlich, nur dort sind es halt dann Videos, kurze Videos, die man sich angucken kann. Und da teile ich auch manchmal welche in die Story. Einfach, wenn sie lustig sind, weil ich bin so ein... Ja, ich mag es gerne, wenn ich lachen kann und andere vielleicht auch. Und dann, deswegen teile ich das dann. Da hat doch jeder was davon. Genau. Könnte ich echt Stunden verbringen. Und manche Sachen sind auch erstaunlicherweise doch ganz interessant. Das heißt, man lernt auch noch was dabei. Jetzt gucke ich mal kurz was nach. Wo ist es hier? Die letzte Frage, die ich bei Instagram gestellt hatte aktuell. Frage Nummer 8. Wann begann der Bau der Berliner Mauer? Man kann ja das bei Instagram so einstellen und dann kann man verschiedene Antwortmöglichkeiten eintragen. Ja. Und ich habe eingetragen 1948, 1962, 1959 und 1961. 1961 ist ja richtig. Und bisher haben 3 auf 1961 getippt, inklusive mir, weil ich gecheckt habe, ob das richtig war, weil ich hatte letztens eine und da habe ich aus Versehen, man kann nämlich am Anfang auswählen, welche ist denn jetzt die richtige Antwort. Und da hat sich irgendwas verschoben, dann war da plötzlich die falsche Antwort als richtige deklariert. Hat mich geärgert, obwohl das ja alles nur Spaß ist. Und 2 haben 1948 genommen und ich vermute mal, dass man so denkt, ja gut, nach dem Zweiten Weltkrieg ging doch direkt diese Mauergeschichte los. Und das kann natürlich dann der Punkt sein, warum man aus Versehen das Falsche nimmt. Man denkt gar nicht so drüber nach, so spät ging das erst los mit der Mauer. Ja, die offizielle Mauer, aber davor wurde ja auch schon die Stadt aufgeteilt. Genau. Und TikTok in USA wird höchstwahrscheinlich dann doch gebannt. Heute noch wahrscheinlich. Je nachdem, ob es durchgeht halt. Weil sie Angst haben, dass diese chinesische Firma quasi dahinter irgendwelche Spionage betreibt. Wobei das eigentlich in dem Fall zumindest nicht so ist. Aber der will irgendwie knallhart durchziehen und das trifft natürlich dann einige Leute, weil man mag es kaum glauben, aber viele Content Creator sind da auch unterwegs und die verdienen natürlich auch gut Geld damit, ne? Klar. Und außerdem ist es halt auch lustig. Oft. Und das fällt natürlich dann weg. Indien haben sie es auch schon gesperrt. Wobei mir wurde jetzt weniger Indien angezeigt, nur teilweise. Aber USA natürlich jeden Tag. Deswegen. Genau. Ja, so werde ich heute mal ein bisschen meine Zeit verbringen. Vielleicht fallen mir noch irgendwelche Sachen ein, irgendwelche Ideen oder so. Das mache ich auch gerne. Ich muss nachher noch meinen Block holen, meinen Stift. Aber habe ich immer gerne in der Nähe. Man weiß nie, ob einem was einfällt. Kann man es direkt aufschreiben. Ich bin da oldschool. Wobei ich natürlich auch vieles ins Handy eintrage, aber das ist dann immer noch so das Ding. Auf dem Blog macht es nochmal was anderes irgendwie. Und ja. Dann, wie spät ist es jetzt? Oh, es ist schon 4:30. Die Zeit vergeht ganz schön schnell. Und ich melde mich dann einfach später wieder. Vielleicht mache ich noch einen. Ja, nachher mache ich auf jeden Fall noch einen Spaziergang. Vielleicht nehme ich da die Kamera kurz mit. Ansonsten werde ich jetzt nicht mehr viel zeigen. Das ist ja auch im Endeffekt so ein kurzer Einblick. Ne? Wenn ich jetzt sonst wo wäre mit coolen, weiß ich nicht, Ortschaften oder sonst was. Ja. Irgendein See oder so, dann könnte man noch viel mehr zeigen. Das ist ja jetzt ganz spontan. Ich bin ja jetzt nicht großartig weg. Und dementsprechend ist das ziemlich ja, minimal. Aber trotzdem hatte ich Bock drauf, es zu teilen. Und ich hoffe, wie immer, dass dem einen oder anderen auch irgendwie gefällt. Und was mir wirklich wichtig ist, dass man halt sich da so ein bisschen austauscht, weil ich das an sich richtig cool finde. Also Camping. Nice. Es ist kurz nach 20 Uhr. Als ich vorhin spazieren war, habe ich die Kamera vergessen. Ich wollte die eigentlich mitnehmen. Dann bin ich gegen 18:30 Uhr für eine Stunde eingeschlafen. Das ist schon fast wie so ein Ritual mittlerweile geworden. Kurze Power Nap, wie man heutzutage sagt. Und jetzt werde ich mal die Feuerstelle schon mal vorbereiten, weil es wird ja jetzt schon später. Und dann gegen, weiß ich nicht, 21 Uhr, vielleicht ein bisschen später,
schon mal anmachen. Das sind ganz einfache Rundhölzer. Die sind nicht gespalten, die brennen auch nicht so lange. Aber sie brennen auf jeden Fall. Und falls ich das noch länger haben möchte, dann kann ich das ja immer noch später machen. Manchmal sind es auch echt unkonventionelle Methoden. Ich hoffe, es klappt. Wie man, glaube ich, erkennen kann, sitze ich jetzt direkt am Lagerfeuer. Es ist jetzt schon nach 23 Uhr, recht spät. Ja, der Tag neigt sich dem Ende. Ich hoffe, der Einblick hat Spaß gemacht. Es war ja nur ein kleiner Einblick und wie ich auch schon meinte, der Spaß steht halt im Vordergrund. Das war einfach just for fun, ja, weil halt auch der Tag so schön war. Wobei es war aber zwischenzeitlich echt schon zu heiß. Ich war ja dann auch mal eine längere Zeit wieder im Zelt und musste dann wieder raus, weil ich habe angefangen zu schwitzen. Es war einfach zu schwül. Und wenn ich aber so drüber nachdenke, hätte ich schon Bock, mal wieder richtig campen zu gehen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist schon Ewigkeiten her. Und das wollte ich heute auch noch erzählen, so kurzen Umriss, weil ich mich insgesamt schon nicht mehr an viel erinnern kann. Weil es halt schon auch so ewig her ist. Das war 2006. Da bin ich mit dem Fahrrad von Berlin nach Stralsund letztendlich an die Ostsee gefahren. Mit einem damaligen Kollegen zusammen. Wir hatten beide ein Zelt. Ich war mit dem Fahrrad davor beim Fahrradladen, habe alles reparieren lassen, sodass ich da gut zurechtkomme. Ich hatte so ein Mountainbike, was aber gar keine Gepäckträger hatte. Hätte ich mir mal anbauen lassen sollen. Ich hatte dann so einen riesen Rucksack hinten drauf, diese riesen Wanderrucksäcke, und bin damit gefahren. Das war am Anfang dann doch nicht ohne, weil halt ganz schön viel Gepäck und die ganze Zeit so auf dem Rücken. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch wesentlich fitter und auch noch mal einiges jünger. Und wir hatten so Fahrradwegkarten. Da waren dann auch, weil zu dem Zeitpunkt keine Smartphones, kein durchgängiges Internet oder irgendwas, WLAN, nicht, dass ich wüsste, also schon noch eine ganz andere Zeit. Natürlich hatte man seine Handys, aber damit konntest du nicht viel machen. Das heißt, du warst auf die Karten angewiesen. Finde ich bis heute noch spannend. Ich habe die aber leider nicht mehr. Hätte ich gerne mal wieder sowas. Da waren die Wege eingezeichnet sozusagen und aber auch die verschiedenen Campingplätze. Ja, dann sind wir an einem Tag halt los mit der S-Bahn. Erstmal noch ganz weit zur letzten Station. Bernau heißt das. Und von da aus ging dann die Fahrradtour los. Wir hatten jetzt nicht übertrieben. Wir haben jetzt, keine Ahnung, wie viel wir am Tag gefahren sind, das kann ich schon nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall am ersten Campingplatz angekommen. Der war recht spartanisch. Ich hatte mein eigenes Zelt, wie gesagt, ein kleines Zelt, eigentlich dieselbe Größe wie heute. Aber auf jeden Fall ein besseres Zelt. Also war auch preislich höher, also hochwertiger in dem Sinne. Und habe es aufgestellt. Leider hatte ich so Wurzeln darunter. Ich hatte auch nur eine Isomatte und meinen Schlafsack. Da musste man sich erstmal dran gewöhnen, dass das dann doch ein bisschen härter ist. Aber ich habe das, glaube ich, am Anfang auch erwähnt. Ich meine, das gehört halt irgendwie auch dazu. Ne? Du liegst jetzt nicht im Camper oder so. Und man will jetzt auch nicht im Bett schlafen, sondern es ist halt im Zelt. Genau. Ich hatte gar keine Erfahrung so richtig mit Campingplätzen per se. Ich habe halt schon gezeltet davor. Was ich dann festgestellt habe, ist, dass die halt
je weiter du in den Norden gefahren bist, halt immer besser wurden. Da ging halt irgendwann das los, Frühstück dazu, ähm, ja, alle möglichen Sachen, ne? Das war richtig cool. Immer halt ankommen. Und beim ersten, wie gesagt, recht spartanisch. Da gab es vielleicht maximal eine Dusche, aber sonst nicht irgendwas Schönes oder so. Und dann der nächste, ich weiß nicht mehr genau, was da kam und der, wie die hießen. Irgendwann ging es so weit, dass es dann ADAC geprüft sogar war mit Sternen und so. Die waren natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen teurer. Was halt auch cool war, hat halt Spaß gemacht, wenn man mal abends angekommen ist. Erstmal hin, Zelt aufstellen, am nächsten Tag alles klären, das war auch cool. Dann auch sowas, irgendwann waren da so kleine Seen und auch dran konnte man am Wasser sitzen. Halt immer sich dann das Essen, haben auch einiges mitgenommen, Konserven und so. Natürlich unterwegs dann auch eingekauft, sodass man halt das relativ easy mitnehmen konnte. Bestimmt auch mal was unterwegs gegessen oder so, bei irgendeinem Imbiss oder was, keine Ahnung, weiß ich schon gar nicht mehr. Wir waren auch ein paar Tage auf jeden Fall unterwegs, haben halt nicht so viel am Tag, sind wir nicht so viel gefahren, das muss jetzt auch nicht übertreiben. Und dann sind wir irgendwann in Stralsund angekommen. Ja, schöne Stadt. Ich weiß noch, wie man so wirklich dann diese letzten, ich glaube, es sind ja so um die 400 Kilometer oder so. So die letzten Meter auf dieser Landstraße oder was das war. Und du siehst dann das Stralsund gelbe, schwarz-gelbe Schild, Ortsschild. Echt cool. War ein richtig cooles Ziel. Ja. Zwischendurch gab es natürlich auch so Sachen wie ja, Fahrrad mal kaputt gewesen, ein bisschen was reparieren und keine Ahnung, ich bin einmal auch richtig weit vorgefahren, da musste ich erstmal gucken, ey, wo ist mein Kollege, wann kommt danach? Der hatte so ein bisschen schlechteres Fahrrad, sagen wir mal so, das war so ein Herrenrad, das war aber nicht so, von der Übersetzung nicht so toll. Es war anstrengender, das zu fahren, dafür hat er die Gepäckträger gehabt, das war nochmal ein anderer Vorteil dann, wobei ich an einem Mountainbike keine Gepäckträger haben will, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ja, dann kam man an, ich weiß noch, da sind wir zu Subway gegangen, haben erstmal sowas gegessen, bisschen Zeit verbracht und dann war das eigentlich, wir hatten eigentlich alles relativ gut durchgeplant, ne? Manches auch ein bisschen spontan, aber schon das meiste durchgeplant. Und nur das letzte Ding nicht, das war eigentlich total dumm. Und das war nämlich dann das finale Ziel, da zu campen auch. Leider war Hochsaison und alles war ausgebucht. Ja, Fail. Naja. Sind am selben Tag dann noch zurück. Allerdings im Zug. Megamäßig eingepennt, ich war sowas von erledigt. Von den ganzen Tagen auch. Erstmal in so einem schönen bequemen Zugsessel da irgendwie ein Ticket gekauft, keine Ahnung, wie wir das gemacht hatten. Spontan alles. Ich weiß noch, das war. Nee, das war so, wir sind relativ spät abends dann noch zum Zug hin, genau. Da war noch gar keine Verbindung. Noch bis morgens irgendwie gewartet, keine Ahnung, wie das genau war. Ewigkeiten am Bahnhof verbracht. Genau. Und dann sind wir zurückgefahren. Eingepennt, dann kam irgendwann der Kartenkontrolleur und erstmal gar nicht richtig mitbekommen, Alter, was ist denn jetzt los? Naja, und dann waren wir wieder zurück. Schade, doof gelaufen, richtig blöd. Aber gut, daraus hat man auf jeden Fall gelernt. Allerdings habe ich das dann nie mehr danach gemacht. Da hätte ich richtig Bock drauf mal. Wieder mit dem Fahrrad, allerdings natürlich besser durchplanen und alles auch ein bisschen einfacher machen. Nicht so einen riesen Rucksack, das war auch totaler Fail. Aber gut. Und wie ich auch schon angesprochen hatte, ich hätte auch Bock mal in so einem richtigen, wie heißt denn das eigentlich? Ich vergesse ständig, wie das heißt. Campingwagen, wie nennt sich das? So ein richtiges Fahrzeug oder auch so ein Anhänger ist auch cool. Was ich damals mal gesehen hatte, meine Oma hat ja die Pension gehabt im Schwarzwald, habt ihr ja auch gesehen, manche Leute. Und da gab es auch Gäste, die hatten so, zum Beispiel so einen VW-Bus, wo du dann oben das Dach noch erhöht hast. Wie heißen die? California oder so? Richtig cool. Da habe ich auch mal reingeguckt, da würde ich auch gerne mal drin schlafen. Ja. Ich bin gespannt, ob jemand von seinen Erfahrungen oder Geschichten erzählen möchte. Weil es gibt auch Leute, die mögen natürlich kein Camping, ne? Ich mag es echt gerne.
Und auf so eine Tour hätte ich auch mal wieder Bock. Aber es ist halt dann doch jetzt auch noch umso komplizierter für mich natürlich. Klar, ne? Weiß man jetzt. Wobei, an Campingplätzen gibt es ja Toiletten. Aber dann auch Strecken zu fahren, das ist halt dann... Müsste man genau planen, ja. Naja, gut. Das war die Geschichte, die ich auf jeden Fall erzählen wollte im kurzen Format. Ich werde noch ein bisschen draußen sitzen und dann wird es mal ins Zelt gehen. Muss den Hund mal noch holen und dann mal schauen, ob die auch Bock hat. Ich habe gehört, es soll vielleicht, oder gehört, ich habe gesehen, es soll vielleicht regnen. Hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Bin gespannt. Ja, dann erstmal bis später. Ich muss leider zu meinem Bedauern feststellen, dass meinem Hund das überhaupt nicht geheuer ist. Die hat sich auch gerade erschrocken, als ich das Licht angemacht habe. Mit der Taschenlampe. Weil, ja gut, das hängt damit zusammen, dass die ja so schlecht sieht. Und dann, wenn das Licht plötzlich so hell wird, dann erschrickt die sich. Ich glaube, das wird heute nichts mit uns hier. Ne? Das ist nicht gut. Ja, das war leider jetzt ein Reinfall gewesen mit dem Hund. Ich wusste es nicht. Also tagsüber hatte sie noch Interesse an dem Zelt. Und wie gesagt, das wäre ja jetzt nicht das erste Mal gewesen, aber es muss im Alter auch dann zu tun haben, weil sie jetzt schon so alt ist. Die kann das alles nicht mehr einschätzen und ist dann irgendwie, fühlt sich nicht wohl. Merkst du dann, fängt es an zu zittern und macht da gar keinen Sinn. Ja, der Tag war wieder mal lang. Ich meine, ich bin heute um 5:30 aufgestanden. Jetzt ist schon 0 Uhr in die Richtung. Kurz davor kann man sich ja ausrechnen, ein paar Stunden sind zusammengekommen. Einmal kurz geschlafen für eine Stunde oder so. Von 18:30 war das, glaube ich, was ich erzählt hatte vorhin. Ja, noch ein bisschen das Feuer beobachten. Und dann schlafen auf jeden Fall. Und dann melde ich mich morgen früh nochmal. Genau. Da hätte ich, wie gesagt, ich habe ja vorhin auch schon gemeint, da hätte ich richtig Bock drauf, mal wieder so eine richtig coole Tour zu machen. Wie, weiß ich noch nicht genau, oder wüsste ich noch nicht genau, aber vom Prinzip her. Und so richtig coole Campingplätze. Oder was ich halt auch machen wollen würde, ne? Wenn man einfach mal, aber das ist halt meistens nicht erlaubt. Wenn du so an Orten, die man sich raussucht, einfach, wo man Bock hat, sein Zelt aufstellt, ne? Aber oft ist es ja dann auch nicht erlaubt irgendwie. Ja, auch blöd. Oder so direkt an so einem See, das wäre auch krass. Ich meine, gut, nicht unbedingt direkt bei den Mücken oder so, aber ihr wisst, wie ich meine. Cooler Ausblick. Ja. Das ist zum Beispiel in den USA ganz cool, wenn es darum geht, Abstellmöglichkeiten. Wenn jetzt zum Beispiel in so ein Wohnmobil, meine Güte, habe ich lange überlegt, das gibt's doch gar nicht. Wohnmobil, wenn man damit unterwegs ist. Eins ist sicher, es gibt ja diese großen Supermarktketten, unter anderem Walmart. Und bei Walmart, was es auch mal in Deutschland schon mal gab, aber hat sich ja irgendwie nicht durchgesetzt, im kleineren Format. Da kann man grundsätzlich immer weil die haben auch so riesen Parkplätze natürlich, seinen Camper abstellen. Und da eine Nacht verbringen oder auch 2 oder auch 3. Weil die sich denken, wenn die da stehen, werden die ja bestimmt auch was bei uns einkaufen, zum Essen, Trinken. Das finde ich echt cool. Hier wird es, glaube ich, auch direkt lautes Geschrei geben und da machen die das mit. Und das geht ja meistens darum, dass man in den USA so riesen Roadtrips machen kann oder ja, wie auch immer. Und das ist natürlich vorteilhaft. Das ist mir gerade so eingefallen, finde ich richtig cool. Auch das ist natürlich extrem krasser Gedanke, ne? Irgendwie in den USA oder sonst wo. Meinte ich, glaube ich, vorhin auch schon. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher, da unterwegs zu sein. Alter Späne. Das wäre natürlich auch geil. Ja. Aber ja, ich merke, wie ich müde werde. Das soll es für heute gewesen sein. Ich glaube, das Video kann es gar nicht einschätzen. Ich glaube, es ist mega lang. Falls es 2 Teile sind, was ich nicht glaube, dann ist das jetzt quasi der 2. Teil. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, noch bin ich nicht komplett raus. Ich werde noch einen kleinen Einblick nochmal aufs Feuer geben. Ein bisschen ausklingen lassen. Genau. Und dann hört man sich nochmal morgens. 5:47 Uhr.
der nächste Tag. Die Nacht ist vorbei. Es ging aber. Es war jetzt nicht zu kalt. Es ist schon ein bisschen runtergekühlt. Frische Luft tat echt gut. Die Schlafstelle an sich, so wie ich es gemacht hatte, war auch echt top. Klar, im Schlafsack wäre es nochmal besser gewesen. Aber wie gesagt, das war jetzt nur just for fun zum 100. Mal. Und ich habe auch gerade so reingepasst. Also viel kürzer hätte das Zelt nicht sein dürfen. Weil wenn man sich das... Ja gut, also ich bin quasi ausgestreckt. Wenn ich jetzt runtergehe, komme schon gegen die Zeltwand, mehr oder weniger. Ja, aber das ist auch nicht schlimm. Genau. Das war's dann von diesem Video. Und wie immer, mal sehen, was das nächste bringt. MK ist raus. Mein Wecker. MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.